Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Heute geht es nochmal um das Thema Übergabe, Ablauf der kompletten Vermietung. Wie ist der Ablauf von der Anfrage bis hin zur Übergabe, Rückgabe und so weiter? Wie sind die ganzen Steps? Da gibt es ja schon den ersten Teil zu. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den auf jeden Fall zuerst an. Das macht definitiv Sinn. Jetzt starten wir mit dem zweiten Teil. Lasst uns loslegen. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir doch grundsätzlich erstmal, wie das Video ablaufen wird und welche Stationen wir uns heute näher anschauen. Vor der Übergabe, was müsst ihr vor der Übergabe des Mobils an den Kunden noch so beachten? Dann an sich schauen wir uns die Übergabe an sich an, wie ich das mache, ich für mich. Dann die Rückgabe, wie ich die gestalte. Nach der Reise, was ist dann noch zu beachten nach der Reise? Und am Endeffekt, ganz wichtig, gibt es auch noch ein, zwei Tipps von mir, die euch weiterbringen können. Also legen wir mal los. Als nächstes schauen wir uns mal vor der Übergabe an. Was ist vor der Übergabe noch zu beachten und zu machen? Und das ist einiges. Also grundsätzlich empfehle ich immer, sich mindestens 2 Wochen oder ungefähr 2 Wochen vor dem Antritt der Reise bei dem Mieter nochmal zu melden. Ne? Nicht nur, dass ihr anfangen müsst, Sachen zu klären, näher, schauen wir gleich noch, sondern auch wegen der Sicherheit. Ihr müsst euch immer vorstellen, der Mieter, der hat ja jetzt bezahlt und der Urlaub steht, Ferien sind und jetzt denkt er sich ja, ihr seid jetzt natürlich noch ihr habt zwar ein Gewerbe, aber ihr seid ja jetzt kein Riesenvermieter, ihr habt keine 8 Wohnmobile stehen und er möchte natürlich sicher sein, dass wenn er bei dir an dem Tag X 11 Uhr oder 10 Uhr vor die Haustür fährt, dass das Mobil fertig ist und reisebereit ist und dass das alles passt und er die Sicherheit, dass er seinen Urlaub klappt. Und deswegen einfach melden, wie auch immer ihr das wollt, Nachricht oder Anruf und ganz einfach mal melden und ja, passt alles, wir sehen uns ja dann und so. Und dann kann man gleich noch ein paar Sachen klären. Derjenige hat dann das Gefühl, okay, der denkt an mich, der hat mich auf dem Schirm, der hat das alles im Kalender und so weiter. Ja? Grundsätzlich sind dann natürlich gleich ein paar Sachen zu klären und zwar der genaue Zeitpunkt der Übergabe. Eins ist klar, ab 12 Uhr, wenn normale Buchung ist, ab 12 Uhr darf derjenige, der Mieter, erst losfahren. Ab da ist die Versicherung erst aktiv. Oder er bucht zum Beispiel einen halben Tag, geht, einen halben Tag mehr, also anstatt 7 bucht er 7,5 Tage oder so, ne? Sodass er das Mobil schon am Abholtag, rein theoretisch nachts um 1 oder nachts 0 Uhr fahren darf oder aber im Nachhinein später zurückgeben kann. Ne? Wenn jetzt so ein Mieter sagt, ja, wir müssen das schon früh um 9 holen und das geht für euch, dann muss er den halben Tag mehr buchen oder wenn er sagt, wir kommen erst 17 Uhr zurück, nicht um 12 Mittag, sondern 17 Uhr, dann geht das auch. Also grundsätzlich müsst ihr den Zeitpunkt festlegen und da sage ich euch, so eine Übergabe dauert zwischen einer Stunde und 2 Stunden. Bei mir. Ich habe es auch schon erlebt, dass es 3 Stunden waren, weil es kommt immer auf die Leute an. Sind das redselige Leute? Die sind natürlich gut drauf, wichtiges Thema, seid bitte auch gut drauf. Und gibt Leute, die haben viele Fragen. Ja, ist auch wichtig im Vorfeld zu klären. Das nochmal so ein Tipp vor der Buchung, vielleicht auch zu klären oder in dem Fall jetzt, wenn ihr den Zeitraum ausmacht, wann die vorbeikommen, haben die Erfahrung oder sind das Neulinge? Leute mit Erfahrung, da müsst ihr natürlich viel, viel weniger erklären, wie Leute, die gar keine Erfahrung haben. Da kann es auch mal sein, dass die wirklich viele, viele Fragen haben, was auch gut ist und geklärt sein sollte, aber dann kann so eine Übergabe auch mal 2 Stunden oder ein bisschen mehr dauern. Das geht dann teilweise auch in die Richtung, welche Apps benutzt du, was kannst du da empfehlen, wie finde ich die besten Plätze und so. Und natürlich gerät man dann auch mal ein bisschen ins Plaudern und so, also alles schön und gut, soll auch Spaß machen, aber dann kann es auch ein bisschen dauern. Ne? Und was auch noch zu beachten ist, kommen die Mieter, nehmen die das Mobil mit, fahren nach Hause und beladen dann da, machen ja einige, die holen das ab, beladen das und fahren dann am nächsten Tag auf Reise. Oder sind die auf Durchreise, das heißt, die lassen dann ihr Auto bei euch stehen, nur als Info, das kommt oft vor, und fahren weiter. Ja? Und dann müssen die natürlich von ihrem Auto erstmal alles umladen. Und dafür solltet ihr auch Zeit einplanen. Es ist ja jetzt blöd, wenn ihr um 11 ausmacht und ihr quatscht 1,5 Stunden bis 12:30 und die müssen dann noch eine Stunde umladen und verlieren schon die erste Zeit. Das kann man rein theoretisch mit einrechnen. Ne? Und das Umladen muss auch nicht unter Zeitdruck stehen. Tipp von mir, ne, wenn die Kunden merken, wir könnten jetzt schon los und haben vielleicht einen Plan, wo sie noch hinwollen, das haben sie am ersten Tag und merken, jetzt wird es auch noch knapp, die ersten Kilometer werden dann auch noch im Stress gefahren mit dem neuen Mobil und die Klamotten werden im Stress umgeladen, das muss nicht sein. Dann lieber ein bisschen eher planen und dann guckt man auf die Uhr und sagt,
ja, wir können eh noch nicht los, ab um 12 dürfen wir erst losfahren, wir können ganz in Ruhe umladen, wir können ganz in Ruhe schon ein paar Sachen einladen, weil wir haben noch Zeit, das ist immer besser. Ne? Das ist für euch besser und es ist für die Mieter besser. Dann Dokumente vorbereiten. Ganz wichtig, ihr bekommt von Paul Kemper natürlich ein Übergabeprotokoll. Ich blende das ein, das ist dann durchzugehen, kommen wir auch gleich dazu. Das müsst ihr natürlich vorher ausdrucken, das müsst ihr da haben, entweder in zweifacher Ausführung, eins für euch, eins für den Mieter. In meinem Fall, ich kann kopieren, wenn ihr kopieren könnt, macht da eine Ausführung. Am Endeffekt, wenn alles fertig ist, kopiert ihr es, habt ihr natürlich viel weniger Schreibarbeit. Ja. Aber wichtig ist, eine Variante bekommt natürlich der Mieter, eine Variante bleibt bei euch, da ist alles drin festgelegt, auch zum Beispiel die Kaution, dass die übergeben wurde und so. Das ist ja für den Mieter auch wichtig, dass der 1.500 € euch gegeben hat. Entweder in bar oder Vorabüberweisung oder wie auch immer. Ne? Gerade in bar gibt es ja sonst keinen wirklichen Nachweis, außer diese Unterschrift von euch. Ne? Dann die Übergabeliste. Da gibt es jetzt keine von Paul Kemper oder ähnlich, sondern die Übergabeliste, die habe ich mir selber mal erstellt. Und zwar ist das eine Liste, wo ich für mich logischerweise die ganzen Steps, die ich ansprechen möchte, die ich erklären möchte, die ich zeigen möchte am Mobil, mal so in Reihenfolge aufgeschrieben habe. Und die habe ich mir einlaminiert. Ich kann euch die gerne vielleicht per E-Mail zusenden, dann müsst ihr mir einfach mal eine Anfrage stellen, dann würde ich euch dieses einfache Word-Dokument per E-Mail mal zuschicken. Oder ich werde die mal unten in die Beschreibung, ganz unten drunter, einfach mal reinkopieren als Text, sage ich mal. Da könnt ihr rein theoretisch Copy and Paste euch das rausholen, wenn ihr das möchtet, und könnt euch das selber am Computer mal ausdrucken und dann benutzen, wenn ihr das möchtet. Ich finde das ganz hilfreich, denn mit dieser Liste, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht eine Übergabe und da sind zum Beispiel ein Paar, manchmal sind noch Kinder dabei, manchmal sind sogar vielleicht 2 Paare oder wie auch immer, die Eltern, wie auch immer. Und die sind natürlich auch alle aufgeregt, weil Vorfreude, Mobil, die sehen das Mobil und die gucken und machen. Und das ist eine tolle Stimmung, eine schöne Stimmung, aber ihr müsst natürlich in dem Moment auch noch irgendwo professionell bleiben und einen Faden haben und die Sachen auch ordentlich erklären können und nichts vergessen, weil im Nachhinein sind die Kunden, die Mieter mit eurem Mobil unterwegs, und wenn ihr da was vergessen habt zu erklären, ist natürlich schlecht, weil die Kunden dann gar nicht wissen, wie es funktioniert. Erstens ist es schlecht für die Kunden, die wissen nicht, wie es funktioniert. Zweitens wird vielleicht rumexperimentiert und rumgefummelt. Ne? Das muss ordentlich erklärt sein, wo was ist. So, also Übergabeliste, meiner Meinung nach unheimlich wichtiges Thema. So, mit der gehe ich dann mit den Kunden rum und dann zeige ich alles. Sprechen wir aber gleich nochmal drüber. So, das Übergabeprotokoll, was ich eben schon mal erwähnt hatte, ist auch ganz wichtig. Da steht nämlich oben die Versicherungsnummer von der Allianz Flottenversicherung drüber. Da ruhig darauf hinweisen, denn im Ernstfall, wenn was sein sollte, egal was für ein Versicherungsfall, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wie da die Abläufe sind, was da mit drin ist, dann müssen die Mieter natürlich bei der Versicherung anrufen und da ist die Versicherungsnummer drauf, wo die das alles klären können. Ne? Wenn so eine Abschleppung sein sollte oder eine Panne oder wie auch immer, ne, dann müssen die das klären, dann haben die da die Sachen vorliegen. Ne. Dann die Buchungsbestätigung drucke ich immer noch aus und gebe das den Kunden, denn da stehen die ganzen einzelnen Informationen drauf, was gebucht wurde, was gesprochen wurde, welche Zeiträume und auch die Zusatzmietbedingungen, die wir eben schon mal angesprochen hatten, die individuellen, die stehen da auch drauf, dann haben die das nochmal alles vorliegen, schwarz auf weiß. Dann frage ich immer noch, das ist eine Erfahrung von mir mittlerweile, im Vorhinein an, ob der Wassertank befüllt sein soll. Hintergrund ist ganz einfach, es gibt Kunden, gerade wenn jetzt, ich sag mal, das ist eigentlich nur wichtig, wenn die weiterreisen wollen. Wenn die zu sich fahren wollen, dann machen die das in den meisten Fällen selbst. Kann allerdings auch sein, dass die vielleicht eine Wohnung haben in dem Block und deswegen gar nicht die Möglichkeit haben, zu Hause aufzuladen so richtig, weil sie müssten einen Schlauch aus dem 3. Stock hängen oder was. Ne? Die wollen aber vielleicht am ersten Tag schon frei stehen. Ne? Deswegen ist es wichtig, oder natürlich die direkt weiterfahren wollen, für die ist es dann wichtig, dass da Wasser drin ist. Hintergrund ist ganz einfach, klar sagt sich jetzt der eine oder andere, ja, soll ich jetzt auch noch Wasser auffüllen? Hintergrund ist, wenn die bei euch sind, die Mieter, das habe ich natürlich auch schon erlebt, und die sagen, ja, wie, Wasser bräuchten wir jetzt aber schon, wir wollen ja eigentlich heute Abend freistehen. Dann fangt ihr natürlich in dem Moment an, wo die Übergabe ist, und verlegt euren Wasserschlauch, in welcher Form auch immer, ich muss ihn sogar aus dem Haus holen, weil ich keinen Außenanschluss habe, und fangt dort an, Wasser aufzufüllen. Wie das einfacher geht, habe ich hier in dem Video gezeigt, grundsätzlich, aber wichtig ist, es ist blöd in dem Moment, deswegen einfach vorher nachfragen, braucht ihr Wasser oder nicht und auch wie viel, denn ihr wisst, oder die meisten wissen von euch, Gewicht ist ein wichtiges Thema, man sollte so leer wie möglich rumfahren, und wenn die sagen, ja, wir wollen eine Nacht und am nächsten Tag sind wir gleich am Platz, dann
fragt nach, ja, reicht euch halb voll? Ja, okay, gut, halb voll. Ne? Kommt auch immer gut, wenn man sich um solche Sachen kümmert, aber wichtig ist, wenn es dann bei der Vermietung, bei der Übergabe passieren muss und die Befüllung passieren muss, ist es einfach nur nervig. Ne? Dann nochmal zum Thema Mobil, was an sich wegen dem Mobil zu beachten vor der Übergabe. Und zwar, also, ihr müsst natürlich rechtzeitig passend zum Übergabeort holen. Egal wo es steht, der eine oder andere hat sogar irgendwo in einer Scheune oder was, an einem Stellplatz. Mein steht ein bisschen hier, nicht direkt vorm Haus, sondern an der Seite. Natürlich muss ich dann umparken, es hinstellen. Ich schließe es dann dementsprechend auch an Strom an. Die meisten haben das dauerhaft am Strom, aber ne, wichtig ist, sollte natürlich voll sein, strommäßig voll sein. Dann Wassertank füllen, haben wir gerade schon mal besprochen, eventuell, wenn notwendig. Reinigen, aufräumen. Wichtig, ihr übergebt es natürlich gereinigt, es soll ja auch gereinigt zurückkommen. In den AGB steht ja drin bei Paul Camper, es muss innen und außen gereinigt sein. Ne? Ansonsten entstehen Zusatzkosten, stundenweise steht alles in den AGBs drin. Aber natürlich müsst ihr es auch sauber und ordentlich übergeben. Ne? Innen wie außen. Und natürlich Leerräumen. Und das ist auch so ein Tipp von mir. Macht euch irgendwelche Boxen oder standardisierte Themen. Ich mache mal ein Foto rein, wie wir das ungefähr handhaben, was wir da benutzen. Alle Produkte, die ich euch auch hier zeige, sind auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ne? Könnt ihr euch direkt anschauen. Sodass ihr so schnell wie möglich immer hin und her räumen könnt zwischen euren Reisen und den Vermietreisen. Es kann ja sein, dass ihr diese Woche selber fahrt, nächste Woche ist eine Vermietung, die Woche darauf wollt ihr wieder los. Und deswegen ist es sinnvoll, das zu standardisieren und dass es so einfach wie möglich ist. Ich habe da so Boxen, die nehme ich dann raus, da ist mein Zeug drin und da habe ich das so einfach wie möglich, dass das Mobil für mich reisestartklar ist und wenn ich es rausnehme, dann ist es im Groben und Ganzen dann für die Vermietung bereit. Ne? Die meisten Sachen bleiben ja für den Vermieter drin, außer ein bisschen eigenes Zeug wie Werkzeug und so. Ne? Ja, also reinigen, innen, außen aufräumen, das eigene Zeug raus, was einem privat gehört und auch dementsprechend ordentlich vorbereiten und ordentlich alles hinlegen und aussaugen auch hinten, ne, dass es alles ordentlich und sauber ist. Und dann Funktionsprobe nochmal machen, meine Empfehlung, nochmal alles abchecken. Wenn ihr natürlich gerade unterwegs wart, ist klar, dann wisst ihr Bescheid. Manchmal ist es so, man holt es vielleicht aus dem Winterschlaf oder stand eine Weile, nochmal abchecken. Oder natürlich ganz wichtig, wenn es von der Vermietung kam. Ne? Natürlich solltet ihr immer eine Funktionsprobe machen, aber bevor ihr es rausgebt, nochmal alles abchecken, sicher sein und das nicht zu knapp, sodass ihr im Notfall nochmal Zeit habt zu reagieren, wenn irgendwas nicht ganz funktioniert. Auch eine Empfehlung von mir, macht den Kühlschrank an. Ne? Ihr habt es ja am Strom, macht den Kühlschrank an, wenn die Mieter kommen, dass das schon mal, klar, wenn die jetzt nach Hause fahren und sagen, wir wollen morgen früh los, nicht. Aber wenn die jetzt weiterreisen wollen, dann haben die in den meisten Fällen natürlich schon einen Beutel dabei oder eine Kühltasche oder was, wo die schon ihre Lebensmittel dabei haben und ihre Getränke. Und dann ist es natürlich schön, wenn der Kühlschrank schon vorgekühlt ist und das nicht, auf der Tour geht es ja eh nicht wirklich. Ne? Und dann vor Ort könnt ihr erst einen Kühlschrank anstellen über Gas oder Strom. Und bis dahin sind die Lebensmittel vielleicht nicht mehr so toll oder was. Also Kühlschrank anmachen macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt kommen wir zum Thema Übergabe. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt geht es wirklich los. Übergabe, meine Empfehlung, erstmal locker bleiben. Es ist natürlich aufregend, das kann ich euch sagen, egal für wen, auch für mich, der jetzt Beratungen und so gewohnt ist, aber wenn du natürlich jetzt wartest und du weißt, gleich kommen die Mieter, dein Mobil steht bereit und dann ist das natürlich schon mal keine alltägliche Situation. Aber ganz ehrlich, immer locker bleiben, denn wichtig ist, ihr müsst ja Ihr seid Vermieter und ihr übergebt das ja an Urlaubsreisende und die wollen eine schöne Zeit haben, die sind aufgeregt, für die geht es jetzt nicht nur, die sehen jetzt nicht nur gleich das Mobil zum ersten Mal, ihr Mobil, das sie jetzt haben, vielleicht haben sie noch nie ein Mobil gehabt, die wissen gar nicht, wie sieht das da drin aus im Groben und Ganzen und die wollen in Urlaub. Ne? Also eine schöne Zeit haben, habt ihr auch eine schöne Zeit bei der Übergabe, ne? Entspannt euch. So, dann ist die Übergabeliste als allererstes natürlich durchzugehen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Die Liste hilft euch ungemein, dass ihr mit Logik und mit System um das Mobil geht und natürlich ohne jetzt den Faden zu verlieren, ohne Sachen zu vergessen, weil ihr natürlich immer Smalltalk auch betreibt und Fragen beantwortet und so. Das geht dann schnell, dass man dann eine Sache vergessen hat. Auf der Liste ist das aber aufgeführt. Und natürlich, wenn ihr die benutzen werdet, dann könnt ihr natürlich auch noch Sachen ergänzen, das ist ganz wichtig. Oder macht euch eine eigene Liste, aber so eine Liste ist immer Gold wert. Da kann man immer noch mal drüber gucken und sagen, ach hier, den Bereich hatten wir noch nicht und dann geht man da noch mal hin. Ne? Wichtig ist auch, ich kommuniziere immer gleich, dass die Mieter Fragen stellen sollen, direkt dazwischen. Weil am Ende ist immer schlecht, weil die vergessen die Hälfte der Fragen dann vielleicht auf dem Weg. Direkt in dem Moment sage ich immer,
sprecht mir gleich dazwischen, wenn irgendeine Frage ist oder was. Und dann können wir das gleich klären. Ne? Also geht ihr vom Ablauf her mit der Liste, ne? Erklärt ihr die einzelnen Steps, beginnt von mir aus hinten am Ladebereich, was da alles so drin ist und erklärt die einzelnen Sachen. Wichtig ist auch, dass ihr den Mieter ausprobieren lasst. Erzählen und zeigen ist eine Sache, aber wenn eine Person mal eine Sache selbst probiert hat, die Markise rausholen, ausklappen, solche Sachen, vielleicht auch die Stützen mal rausgefahren kurz, dann ist das ganz anders gespeichert, wie wenn er es nur hört und mal gezeigt bekommt. Wenn ich sage, da unten sind die Stützen und hier ist das Ding, damit musst du das runterleiern, dann ist das zwar erstmal eine Information, aber ist diese Information auch nach 2 Tagen, wo das erstmal gemacht werden soll, noch richtig da? Oder wird dann experimentiert? Ruhig mal machen lassen, Tipp von mir. Auch drin die Luken, wie die zu öffnen gehen, solche Sachen, gerade die mechanischen Sachen. Zeigen, machen lassen. Und wenn dann auffällt, dass derjenige es nicht hinbekommt, dann ist das ja genau die Situation, die auf dem Platz auch auftauchen würde. Super, ne? In dem Moment kann man ja zeigen, ach hier, guck mal, du musst das noch beachten, das muss noch darüber, das muss da eingerasselt werden. Und dann ist der Lerneffekt da und dann ist auch für alle runter, weil es bringt auch dem Mieter ja nichts, wenn er auf dem Platz oder wo auch immer nicht weiß, wie es funktioniert. Ich sage zwar immer, meldet euch, wenn die kleinste Frage, meldet euch, ist mir doch 10-mal lieber, wenn sich der Mieter in der Woche 3-mal meldet, auch wegen Kleinigkeiten, ja, wie wenn er dann, ich sag mal, selbst erstmal eine Weile lang rumexperimentiert und rumprobiert. Er soll sich, ich sage immer, meldet euch direkt, probiert nicht rum, wenn irgendwas ist, melden, Nachricht schreiben, anrufen, ganz schnell geklärt. Ne? Und das gibt dann auch Sicherheit. Dann empfehle ich auch, auf Themen hinzuweisen, die man selbst aufgrund der Erfahrungen schon gemerkt hat. Also wenn ihr merkt, irgendwas geht schwer oder irgendwas geht manchmal nicht oder irgendwas springt manchmal um oder wie auch immer, dann erklärt genau diese Sachen. Jedes Mobil, ja, ihr werdet jetzt direkt wissen, was ich meine, jedes Mobil hat so seine Themen, wo man vielleicht mal wo es mal eine Macke hat oder so vielleicht, ne? Oder wo vielleicht mal aufgrund von der Handhabung irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Dann erzählt das natürlich, weil das wird ja wahrscheinlich in der Woche oder in der Urlaubswoche auch dem Mieter auffallen. Mein Mobil hat zum Beispiel dieses Thema, dass die Tür oben an die Markise kommt. Ne? Und das muss ich natürlich gleich kommunizieren und gleich die Lösung auch kommunizieren, die ich mir vielleicht da überlegt habe, damit der Mieter gar nicht erst diese Fragezeichen hat und vielleicht nicht erst was kaputt geht, sondern gleich von vornherein eure Problemthemchen sozusagen, die ihr so kennt, gleich mit kommunizieren und gleich die Lösung anbieten. Da ist das nämlich auch schon mal erledigt. Dann ist bei der Übergabe noch wichtig, die Dokumente, die ihr vorbereitet habt, die sind natürlich auszufüllen. Übergabeprotokoll mit allen möglichen, Kilometerstand aktuell ist einzutragen, dann sind die Ausweisdokumente von den Mietern einzutragen, Ausweisnummer und so weiter. Meine Empfehlung ist auch immer, kopiert diese Ausweise, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten Foto machen, vorher nachfragen, aber ja, Foto machen, da habt ihr dann alles, auch Führerschein. Von den Personen, die fahren, braucht ihr auch Führerschein, müsst ihr eintragen, auch den ruhig fotografieren oder kopieren, dann habt ihr das alles safe. Beim Übergabeprotokoll, wie ihr seht, gibt es natürlich auch einen Bereich, wo jetzt die Sachen eintragt, Stühle und so weiter, was alles so mitgeht. Ja? Und es gibt einen Bereich, wo auch Schäden jetzt, die schon vorhanden sind, einzutragen sind. Also lasst ruhig die Mieter mal rumlaufen, mal gucken. Manche wissen schon von vornherein, die gehen gleich auf die Suche. Ansonsten lasst sie rumlaufen. Wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die klar sind, könnt ihr natürlich auch direkt sagen, hier, das habe ich schon eingetragen. Das ist einfach schon vorhanden und so weiter. Das gibt auch nochmal Sicherheit, bevor erst der Mieter euch darauf hinweisen muss. Und, ach ja, stimmt, ja, das trage ich mal ein. Ne? Macht das ruhig, die 2, 3 Kreuzchen oder was an irgendwelchen Lackkratzern oder was die da sind, macht die vorher. Das gibt auf jeden Fall zusätzliche Sicherheit, wenn ihr da sagt, hier die Kreuzchen habe ich schon gemacht, das ist schon drin, das ist schon drin. Guckt, ob ihr noch was findet. Ansonsten passt es soweit. Ja? Dann immer noch mal besprechen, also ich mache das vom Ablauf so, dass ich mit den Mietern mich ins Mobil setze, in die Sitzecke, wir füllen die Dokumente aus, ganz entspannt. Die übergeben ja dann auch die Kaution. Wenn sie es bar übergeben, 1500 €, ne, ich habe das in eine Mappe, da packe ich die auch gleich in den Umschlag, packe die in die Mappe, ne, und dann sage ich auch gleich, hier, das ist die Mappe für die Vermietung, das Geld bleibt ja auch drin bis zur Rückgabe, das ne, packe ich ja auch nicht an, das bleibt da drin, sei denn es ist ein Schaden oder was, dann wird das natürlich benutzt bzw. bleibt bei mir. Ja, ich mache da auch nochmal ein extra Video zu, wie der wirkliche Ablauf bei einem Schaden im Einzelnen ist, kann ja im Vorfeld auch wichtig sein bei einer Überlegung, einer Vermietung, wie ist das mit den Schäden. Ne? Schäden hatte ich auch schon, mache ich mal ein Video zu.
ne, dann sind Fragen offen. Fragt direkt, was für Fragen offen sind. Ihr habt natürlich bei dem Rundgang schon einiges erklärt oder alles erklärt, vielleicht auch Fragen beantwortet, aber am Endeffekt lasst den Mietern die Zeit kurz nochmal zu überlegen, ist noch irgendwas, ne? Vielleicht kommt da noch die eine oder andere Idee. Außerdem mache ich in der Praxis jetzt keine Probefahrten, aber es ist natürlich eigentlich zu empfehlen, zu sagen, wer ist Fahrer, komm, wir fahren mal kurz ein paar 100 Meter, dass ich dir mal noch ein paar Sachen live zeigen kann. Vielleicht der ein oder andere, mein Mobil ist ein Schalter, der ein oder andere fährt vielleicht privat nur Automatik. Das ist auch so ein Thema, was man vielleicht im Vorfeld noch klären könnte. Wobei ein Mieter, der nur Automatik fährt, wird auch ein Automatikmobil sich eigentlich suchen. Andersrum genauso. Aber so eine Probefahrt kann natürlich nicht schaden. Ja? Mache ich in der Praxis jetzt nicht, aber eigentlich wäre es eine Empfehlung. Also das wäre noch so ein Punkt, den man noch umsetzen könnte. Dann kommen wir zum nächsten Punkt während der Vermietung. Da passiert eigentlich nicht so viel, sei denn die Mieter melden sich mal, was ja auch wieder gut ist, weil die dann gar nicht erst groß rumprobieren. Die melden sich mal, das kommt selten vor, ich sag mal jede zweite Mietung oder so meldet sich mal ein Mieter, hat eine Frage, vielleicht sucht er auch irgendwas. Ne? Ansonsten sollt ihr euch dann mal melden, ich sag mal vielleicht 2-3 Tage vor der Rückreise, ob alles passt, wie die Rückreiseplanung so ist, ob das so steht. Da hört ihr auch ein bisschen so raus, wie der Plan ist. Das ist ganz wichtig für euch, denn ihr habt ja manchmal, vielleicht wollt ihr selbst los, aber manchmal habt ihr auch eine Buchung danach. Das heißt, das ist schon wichtig zu wissen, passt der Zeitplan. Und falls der Zeitplan nicht passen sollte, dann kann man ja in dem Moment sagen, oh hier, das wird knapp, das schafft ihr vielleicht gar nicht oder wie auch immer. Dann kann man nochmal reagieren, wenn Platz ist, mit zum Beispiel einer Verlängerung um einen halben Tag oder einen Tag, weil die vielleicht von der Planung her merken, nee, wir fahren frühest dort los und das wird ein bisschen knapp, da sind wir vielleicht bis um 12 nicht da, vielleicht wird es um 1, dann wäre schon die Versicherung nicht mehr gültig. Das heißt, da könnte man nochmal ein Veränderungsangebot machen, halber Tag mehr, sodass die auch vielleicht dann chillig, entspannt erst 17 Uhr zurückkommen. Ne? Als nächstes schauen wir uns mal die Rückgabe an. Ganz wichtiger Punkt, vor allem für euch, ganz, ganz wichtig, die Rückgabe. Und da ist gleich erstmal eine Info und ein Tipp für euch, lasst euch nicht ablenken. Das macht keiner mit Absicht, euch ablenken oder was. Aber die ganze Sache ist natürlich auch wieder aufregend. Der Mieter kommt zurück, der hat vielleicht auch Sorge, dass irgendwas ist. Vielleicht hat das auch, kann ja auch mal was sein, was man selber gar nicht mitbekommt. Es geht immer um Geld. Er hat vielleicht auch jetzt den Urlaub hinter sich und vielleicht geht es auch morgen wieder normal an die Arbeit und die müssen vielleicht auch noch irgendwie zurückreisen oder was. Also die ganze Sache ist grundsätzlich auch wieder aufregend und jetzt ist es natürlich ist man auch am Quatschen und am Gucken und so und jetzt ist es wichtig, dass ihr da einen klaren Kopf behaltet, ordentlich guckt, euch die Zeit nehmt. Das ist immer ein bisschen, das werdet ihr merken, vom Gefühl ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man rumschleicht und sucht und macht. Man möchte ja jetzt auch nicht dem Mieter irgendwie indirekt vorwerfen, er hätte da was verursacht und würde es nicht sagen. Ne? Natürlich fragt man, war irgendwas, ist irgendwas vorgekommen, habt ihr irgendwas gemerkt oder gehört? Ja? Das ist immer so, ne? Und wenn die Mieter sagen dann, nee, war nichts, alles gut. Und wenn man dann noch rumschleicht, dann ist das natürlich vom Gefühl her ein bisschen so, als ob man denjenigen nie vertraut. Aber am Endeffekt ist es auch wichtig, es kann auch mal was passieren, was der Mieter nicht mitbekommt. Irgendjemand anders kann mal irgendwas, ich sag mal, dranecken, mit dem Fahrrad hängen bleiben, ein bisschen, ohne dass man das selber mitbekommt, ein kleiner Kratzer. Und dann ist wichtig für euch. Geht in Ruhe rum, schaut euch alles an, versucht so ausführlich wie möglich auch Funktionsproben zu machen. Ob auch innen noch, sage ich mal, die Wasserpumpe läuft, alles Mögliche so ein bisschen zu probieren. So, umso mehr, umso besser. Ne? Also man ist natürlich, in der Praxis macht man da zu wenig eigentlich immer. Ne? Man geht da so schnell drüber und sagt, ach, das wird schon passen, aber im Endeffekt ist es auch wichtig, dass man sich das gut anguckt. Und ein Tipp von mir wäre, mach das zu zweit. Wenn du jemanden da hast, die Partnerin oder ein Partner oder was, oder vielleicht auch große Kinder, die helfen können. Weil ihr seid ja in der Kommunikation mit dem Vermieter. Die erzählen, ihr erzählt, ihr müsst noch die Dokumente fertig machen und so. Und wenn du dann jemanden hast, der parallel einfach gucken kann und das parallel machen kann, gucken und die Funktionsproben, dann ist das perfekt. Ne? Dann läuft das in Ruhe parallel, du hast selber keinen Stress, derjenige kann das auch ausführlich machen und genau gucken. Ne? Also das nur schon mal als Tipp. Zu zweit wäre optimal. Und auch so ein Tipp wäre jetzt eine Funktionsprobe zu machen, wirklich eine Fahrt zu machen. Das mache ich ehrlich gesagt auch zu wenig.
aber normalerweise müsste man sagen, ich fahre mal ganz kurz 1-2 Kilometer, um zu merken, um zu hören, ist denn irgendwas anderes, Größeres passiert. Ne? Das wäre eigentlich auch empfehlenswert, weil ob das Mobil vielleicht irgendwo schleicht, weil man irgendwo angeeckt ist oder was, das merkt man ja, also Fahrgeräusche merkt man natürlich nur während der Fahrt. Ne? Das Zubehör auf Vollständigkeit kontrollieren, dafür habt ihr auch wieder eure Übergabeliste in Teilen. Es macht natürlich auch zum Teil Sinn, eine Liste zu machen, wenn ihr das nicht so im Überblick habt, jetzt direkt eine Liste zu machen, was habt ihr an Sachen mitgegeben. Ne? Dann könnt ihr auch auf der Liste gucken, das ist da, das ist da, das ist da. Die meisten Sachen hat man natürlich im Kopf, also ich sag mal 4 Stühle, ein Tisch und so, ne? Kabeltrommel und so. Aber da könnt ihr ruhig, wenn ihr das ausführlich und ordentlich machen wollt, euch eine Liste machen, so und so viele Adapter, so und so viel, ne? Dann wisst ihr immer, dass alles da ist. Gerade geht nicht nur unbedingt ums Geld, ob so ein Adapter fehlt oder was, das geht nicht ums Geld, es geht ihm darum, erstens fehlt der Adapter, ich sage jetzt mal Wasser zum Beispiel, weil der vielleicht runtergefallen ist. Der Mieter steckt sich den nicht in die Tasche und nimmt den mit, das ist vielleicht runtergefallen oder ist vielleicht am Hahn auf dem Platz hängen geblieben. So, jetzt fehlt genau dieser Adapter und nächste Woche seid ihr unterwegs und dann schaut ihr nach, habt ihr bei der Rückgabe nicht jetzt genau geguckt, aber dann braucht ihr den Adapter und könnt selber euer Wasser nicht nehmen, weil der Adapter nicht mehr da ist. Ja? Das ist dann einfach nur ärgerlich. Oder ihr vermietet direkt weiter und die haben den Adapter nicht. Das ist auch wieder schlecht. Ne? Also umso ausführlicher man das macht, umso besser ist es. Es geht nicht darum, irgendjemandem was vorzuwerfen, sondern am Endeffekt, ob das Mobil weiter funktionstüchtig ist, sage ich mal. Ne? Auch Ausrüstung. Ja, dann den Wassertank kontrollieren. Seht ihr ja an der Anzeige, ist der Wassertank leer, ist das Abwasser leer, beziehungsweise ist auch die Toilette leer. Das ist auch mal ganz wichtig, das kann man auch kommunizieren. Muss natürlich alles leer sein. Die Kunden sagen dann schon, ja, haben wir leer gemacht und ich habe auch Flüssigkeit aufgekippt und ein bisschen Wasser, also die Toilettenflüssigkeit, deswegen schwappst das ein bisschen, da ist das und das drin. Ne? Ruhig fragen, weil nicht, dass ihr dann merkt, da ist Flüssigkeit drin, ihr wisst gar nicht, was für Flüssigkeit. Also da einfach drüber reden und dann merkt ihr schon, was die Kunden so erzählen, was die so gemacht haben und dann merkt ihr schon, das passt. Ja? Wenn ein bisschen Restwasser drin ist, finde ich immer gar nicht so schlecht, also im Frischwassertank, weil wenn ihr dann irgendwelche Sachen machen müsst, wenn ihr noch reinigen wollt, das Mobil dann oder so, dann habt ihr gleich noch ein bisschen Wasser. Ja? Also wenn Frischwasser finde ich persönlich nicht so schlimm, das sage ich auch manchmal im Vorfeld noch, oder ja, Frischwasser, wenn da was drin ist, könnt ihr drin lassen. Wenn mich das stört, lasse ich es einfach ab. Ja? Abwasser ist eine Sache, aber Frischwasser stört mich da eigentlich nicht so. Da habe ich gleich Wasser im Mobil, wenn ich das Mobil danach nochmal irgendwie reinigen möchte oder bearbeiten möchte. Ne? Jetzt ist ganz wichtig, ihr müsst die Dokumente ausfüllen. Ihr setzt euch hin, mache ich so im Wohnmobil wieder, wir nehmen die Dokumente raus, diese in meinem Fall, weil ich kopiere, eine Ausführung und dann werden erstmal die Kilometer auf der Seite gefahren ergänzt. Dann müsst ihr ein bisschen Ruhe bewahren. Die Mieter sitzen bei euch ja und dann müsst ihr auf jeden Fall erstmal ausrechnen, nicht so pauschal, ja, das passt schon, sondern dann setzt euch hin und rechnet das kurz durch im Kopf oder von mir aus nehmt ihr das Handy, wie viele Kilometer sind die denn gefahren? Wie viele Nächte oder Tage waren das denn? Passt das denn mit eurer Begrenzung? Ja? Und wenn nicht, Plan B, müsst ihr irgendwas euch einfallen lassen, sage ich mal. Ne? Was genau, da gibt es ja potenzielle Möglichkeiten für Zusatzkosten oder was, ne? Was ja eigentlich nicht vorkommen soll, dass es drüber rutscht. Ne? Hatte ich noch nie den Fall, aber rechnet euch das aus. Ne? Die Kilometer müssen auch aufgeschrieben werden in Sachen ja, Nachweisbarkeit. Ja? Dann natürlich alles kontrollieren, alles dokumentieren, sind die Stühle noch da, das wird alles dokumentiert. Geht nicht nur darum für euch, sondern es geht darum, es wird ja unterschrieben. Damit hat auch der Mieter den Nachweis, ach hier, ich habe unterschrieben, dann und dann habe ich das und das alles wieder zurückgegeben. Und wenn dann auffällt, hatte ich zum Beispiel auch schon, dass der Vorzeltteppich gefehlt hat. Da ist dem Mieter in dem Moment eingefallen, ach Mensch, den habe ich bei mir trocken gelegt in der Garage oder wie auch immer, im Carport und den habe ich vergessen wieder reinzupacken. Den bringe ich dir morgen oder übermorgen vorbei, wenn das okay ist. Ja klar, kein Problem. Dann ist das natürlich darauf dokumentiert, dass der noch fehlt. Und schreibt euch zusätzlich einfach irgendwo noch eine Notiz, wird dann oder dann vorbeigebracht. Ja? Und dann ist das unterschrieben, dann ist das rein rechtlich auch kommuniziert und dann seid ihr auch da auf der sicheren Seite, alle wissen Bescheid. Die Variante kopiere ich dann natürlich am Ende auch wieder. Ne? Wichtig, vorher die Kaution, wenn alles okay ist, wenn keine Schäden sind, Kaution zurückgeben, Mieter zählt, passt alles,
Kaution zurückerhalten und dann ist die Unterschrift drunter. Das ist dann in dem Fall für euch wichtig, dass die Kaution drin steht und zurückerhalten und Unterschrift, weil damit ist rechtlich nachgewiesen, dass ihr die Kaution nicht mehr habt. Ja? Also ich sage mal, im Ernstfall, falls ihr das nicht macht, dann könnte rein theoretisch jemand sagen, du hast mir die Kaution nicht zurückgegeben. Wenn du sagst, natürlich, haben wir zusammengesessen, ja, aber hier, guck mal, steht nicht, Kaution nicht. Ne? So, passiert sicherlich nicht. Ja, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass es einfach schwarz auf weiß bestätigt ist, ihr habt es nicht mehr, safe. Ja. In dem Fall, wenn Schaden ist, ist natürlich ein anderer Ablauf mit der Kaution. Mache ich mal noch ein Video zu, wie dann damit vorzugehen ist. So, ansonsten ist nochmal wichtig, mir ist es wichtig, wenn ihr euch dann verabschiedet, ich persönlich mache das dann so, verabschieden und schöne Reise und natürlich darauf hinweisen, nächstes Jahr gerne wieder. Außerdem gerne darauf hinweisen, dass wenn die Mieter Bekannte haben, Freunde haben und so weiter, die vielleicht auch mal reisen wollen, gerne die Daten weitergeben. Ja? Das ist für euch immer super Werbung, die nichts kostet. Ja? Und außerdem, man nennt das Call to Action. Aktiviert die Leute dazu, etwas für euch zu tun. Und zwar in dem Fall eine Bewertung. Im letzten Moment, wo ich die Leute verabschiede, da bitte ich eigentlich nochmal darum, dass die doch bitte eine Bewertung bei Paul Kemper auf der Plattform für mich abgeben sollen und dass ich mich da freuen würde. Ja, die kriegen zwar genau wie ich als Vermieter, also ihr als Vermieter kriegt auch eine Aufforderung nach einer gewissen Zeit, doch den Mieter mal zu bewerben. Das ist zwar, glaube ich, noch nicht auf der Plattform zu sehen, aber das ist für die Zukunft, glaube ich, angedacht. Aber die Vermieter werden auf jeden Fall bewertet mit Sternebewertungen. Das ist auch wichtig, ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn stellt euch mal vor, ihr seid Mieter und ihr geht irgendwo drauf und da ist ein Mieter, ihr gebt ja euer Geld hin und ihr wollt sicher sein, dass die Reise stattfindet. Und da ist keine Bewertung. Da wisst ihr ja gar nicht vom Gefühl, wie oft hat er das schon gemacht. Ist der professionell, weil der Erfahrung hat? Oder ist der vielleicht nicht so gut, hat keiner bewertet, weil es nicht so positiv war im Allgemeinen? Im Gegensatz natürlich, wenn ja von mir aus 6 Sterne Bewertungen sind schon. Also 6 mal 5 Sterne, 100%. Und dann da Texte stehen, super Ablauf, professionell und war nett und war lieb und alles mache ich gern wieder. Dann ist das natürlich schon vom Gefühl eine ganz andere Sache. Ne? Eine Sicherheit. Ach, der hat das schon ein paar Mal gemacht, die Leute waren alle zufrieden, der weiß, wie es abläuft. Da kann ich als Mieter unabhängig davon, ob die ganzen Parameter, das Mobil und die Größe und so passt, kann ich vom Gefühl her schon mal sagen, die Person und die passt. Und ich kann mir sicher sein, wenn ich da hinkomme, ist das Mobil ordentlich im Zustand und reisefertig und ich kann da schön in Urlaub fahren und habe die Sicherheit. Jetzt kommen wir zum Bereich nach der Mietung. Was ist nach der Vermietung noch so zu machen? Also Mieter sind wieder weg, das ist vielleicht der nächste Tag. Dann empfehle ich euch natürlich nochmal eine ausführliche Funktionsprobe zu machen und Kontrolle zu machen. Und also je nachdem, wie ihr das bei der Übergabe gemacht habt. Aber ihr werdet sehen, in der Praxis, bei der Übergabe schafft ihr es nicht oder in den meisten Fällen nicht, das 100%ig zu machen. Weil dafür ist zu viel Action, andere Leute sind da und Sachen sind zu erledigen und Zeitdruck ist irgendwo da, weil die Mieter natürlich auch dann wieder los wollen und so weiter. Also es ist meistens so, dass man am nächsten Tag macht es auf jeden Fall Sinn, das nochmal richtig ausführlich zu machen, gerade in Sachen Funktion, weil vielleicht auch die nächste Vermietung wieder ansteht oder ihr selber los wollt und so weiter. Ja? Wichtig auch immer so ein Thema, das Gas. Im Allgemeinen prüft das Gas, ihr wisst ja nie, gerade im Sommer ist nicht so ein großes Thema, aber gerade jetzt zu Jahreszeiten, wo geheizt wird, da wisst ihr nie, wie weit ist denn das Gas. Und ihr gebt ja immer, also bei mir sind 2 Flaschen drin, ihr müsst immer eine volle Flasche zur Verfügung stellen. Ne? Wenn ihr 2 Flaschen drin habt, dann ist natürlich eine angeschlossen, die ist in Benutzung, eine zweite volle steht zur Verfügung. Und jetzt rein theoretisch, jetzt ist die erste benutzte Flasche vielleicht annähernd leer, da sind noch 5% drin, benutzbar, und jetzt fährt der Mieter los und ist am ersten Tag schon leer. Ja, das ist zwar in der Praxis nicht schlimm, ne, aber er muss das dann umklemmen und so weiter und so fort. Also meine Empfehlung ist auch, das Gas immer mal überprüfen. Dafür könnt ihr hier dieses Teil nehmen. Das benutze ich immer. Das ist echt super. Kurz Flasche raus, dran halten. Dann seht ihr genau anhand der Flasche steht da dran, wie viel Kilo die Flasche wiegt, wie viel Kilo die Füllung wiegt. Und dann könnt ihr genau sehen, wie viel ist denn da noch drin und habt da auch noch mal einen Überblick, wie voll sind denn meine Flaschen, wann muss ich denn eine neue besorgen, kann ich die noch mitgeben oder kümmere ich mich da jetzt schon drum. In dem Fall leer, denn
waren jetzt ein bisschen über 12 Kilo und wir haben ja hier 12 Kilo Flaschengewicht und 11 Kilo Gasgewicht. Also 12 Kilo ist nur noch Flasche, fast nur noch Flasche. Ja, also bereitet nach der Mietung das Mobil auch wieder vor. Für euch, je nachdem, was wieder rein muss, oder für die nächste Vermietung, sodass ihr sicher sein könnt, auch rein rechtlich. Ich kann das Mobil jetzt wieder dem nächsten Mieter geben. Ich habe alles überprüft, Sicherheit ist vorhanden, nichts schleift, nichts drückt, funktioniert alles und der nächste kann wieder auf Reise gehen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu den Tipps, die ich schon mal angesprochen hatte. Also der erste, den habe ich schon mal ein bisschen erwähnt. Es ist wirklich Gold wert und hilft euch, wenn ihr eine zweite Person bei der Rückgabe habt, die sich komplett damit beschäftigt, ist denn irgendwas defekt, funktioniert irgendwas nicht, ist irgendwo ein Kratzer, ein Schaden oder wie auch immer. Ne? Da könnt ihr euch in Ruhe um die Mieter kümmern, ihr könnt die ganzen Sachen machen, ihr könnt die Dokumente ausfüllen und so weiter und so fort. Und derjenige schaut in Ruhe, ob alles da ist, Material da ist und so weiter und so fort. Dann ist das 10-mal besser gemacht, wie wenn die ganze Zeit die Mieter hinter euch stehen und ihr eigentlich gar keine Zeit habt, alles ordentlich zu machen. Ne? Wenn möglich. Ne? Dann der Call to Action wegen der Bewertung. Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, ruhig mal bei der Verabschiedung noch darauf hinzuweisen, dass man sich freut, wenn man eine Bewertung bekommt. In der Praxis passiert das natürlich nicht immer, dass die Mieter eine Bewertung abgeben, obwohl sie es vielleicht wollen oder gut finden oder gerne machen, weil sie sind wieder in ihrem normalen Leben, im normalen Stress, sage ich mal, Berufsalltag, und dann kommt mal zwischendurch eine E-Mail vom Paul Camper, wo man bewerten kann, und das macht man vielleicht nicht direkt und dann ist das natürlich schon wieder im Kopf verschwunden. Deswegen ruhig mal nach so 3 Wochen nochmal melden, eine Nachricht schreiben oder anrufen, wie ihr das wollt, und ruhig darauf hinweisen. Also erstmal ganz klar, ja, danke, bedanken für die Mietung und so, und vielleicht darauf hinweisen, dass man sich freut, wenn Sie nochmal Kunde bei einem werden, Mieter bei einem werden, und dann darauf hinweisen, dass man sich doch freuen würde, wenn Sie eine Bewertung noch abgeben würden, und ruhig auf die E-Mail hinweisen, dass da wahrscheinlich eine E-Mail gekommen ist von Paul Camper, wo gleich die Bewertung verlinkt ist, wo man das ganz einfach und schnell erledigen kann. Und dann habt ihr noch mal so ein bisschen eine Aktivierung, dass da vielleicht die Bewertung noch kommt, und in meinem Fall klappt das auch immer super, dass das mit der Bewertung gemacht wird, und das ist wirklich für zukünftige Mieter, die bei euch auf die Seite kommen, ist das ein riesen Vorteil. Wenn ihr da viele Bewertungen habt und die Bewertungen auch dementsprechend aussehen, dann gibt das natürlich Sicherheit. Außerdem nochmal ein wirklicher, absoluter Geheimtipp, ganz wichtig: Sucht euch in eurer Region andere Paul Camper Vermieter als Partner, und zwar, oder als Kooperationspartner. Und zwar kann es ja mal sein, dass euer Mobil nicht reisefertig ist, warum auch immer, ein Schaden, ein Defekt, der Mieter kommt zu spät zurück, ihr habt vielleicht zu knapp geplant, und dann habt ihr ein riesengroßes Problem, was wirklich Stress pur ist, dass ihr wisst, mein Vermieter kommt, aber das Mobil ist nicht da oder nicht reisebereit. Wie wollt ihr das lösen? Wollt ihr also wenn es nicht da ist, klar, habt ihr ein Riesenproblem, aber wenn was defekt ist, wie wollt ihr jetzt in die Werkstatt schnell kommen? Wie wollt ihr einen Termin bekommen? Wie wollt ihr das schnell jetzt fahrbereit machen? Wie wollt ihr das dem Mieter sagen, dass er nicht wegfahren kann, sondern erst in 2 oder 3 Tagen? Ein Riesenproblem, was ganz einfach gelöst werden kann, wenn ihr 1, 2, 3 Leute habt in eurer Region, die ähnliche Mobile haben, wo ihr anrufen könnt und könnt sagen, hier, so und so sieht es aus, mein Mobil ist nicht da oder funktioniert nicht. Ist denn deins da? Ist es vorbereitet? Und dann habt ihr vielleicht einen, der sagt, ja klar, mein Mobil ist startbereit, das steht hier, ich kann deine Mieter gerne übernehmen. Ne? Wie dann der Ablauf ist, klar, Stornierung bzw. Dann über Paul Camper bei dem Partner müssen die Kunden dann buchen, ne? Damit die Versicherung dort wieder besteht. Und ihr verliert natürlich in dem Moment die Buchung. Was aber dann egal ist, ihr konntet ja eh nicht richtig anbieten. Ne? Und für den Mieter ist das 10-mal besser, wenn du im Ernstfall einen Plan B hast, von einem Mobil, das so ähnlich ist und in der Region ist und dasselbe kostet, ist denen ja am Endeffekt wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, dass es 100% deins ist, sondern wie, dass die jetzt nicht los können. Urlaub steht, ne? Reiseplanung steht, Urlaub von der Arbeit ist gebucht, sage ich mal. Ne? Und die nicht los können oder 1, 2, 3 Tage warten müssen, was weiß ich, ins Hotel müssen oder was, ein Riesenstress. Also sucht euch Kooperationspartner, die im Ernstfall euch helfen und eure Mieter versorgen können. Die schieben euch vielleicht auch mal was rüber, wenn die ein Problem haben, dann kriegt ihr eine zusätzliche Buchung. So ist das ein Geben und Nehmen, und das kann absolut Stress nehmen. Ja, ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Information mitnehmen, gerade wenn ihr schon vermietet oder was. Wenn ihr neu seid oder überlegt zu starten, hoffe ich, konnte ein bisschen Überblick geben, was denn so für Steps zu beachten sind und dass es eigentlich doch alles machbar ist. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer eine tolle Bestätigung. Schaut euch auch gern die weiteren Videos an. Da geht es nicht nur um Vermietthemen, da geht es auch um viele andere Themen wie Tipps und Tricks.
Lasst euch gut gehen, habt schöne Reisen. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.